Hallo, willkommen. Heute werden wir über Risikobewertung für IT-Projekte sprechen. Ich werde Ihnen Tipps für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams geben und auch eine Vorlage für die Risikobewertung von Weiterentwicklungen und neue Systeme. Das bedeutet, dass diese Sicherheitsbewertung muss sprachlich zum IT passen. Auch wichtig ist es, Sie müssen berücksichtigen, was schon Entwickler, Analysten, Produktowner über Sicherheit wissen, weil meiner Meinung nach schätzen IT-Mitarbeiter in der Regel sichere Prozesse oft zu wenig. Beispiel eines Formulars für die Risikobewertung von IT-Projekten. Wenn Sie einen Prozess für neue Systeme und Weiterentwicklung etablieren, wird sich die IT-Abteilung daran gewöhnen, Sicherheitsanforderungen bereits bei den Kick-Off-Meeting eines Projektes zu berücksichtigen. Auf dem Link von der Beschreibung finden Sie eine Vorlage und da finden Sie alle Kernfragen, die einer meiner Kunden seinen Entwicklungsteams stellt. Sie müssen sie an die Geschäftsprozesse und die gesetzlichen Anforderungen ihrer Branche anpassen. Schon bei dem zweiten Projekt hat sich eine sicherheitsbewusste Kultur bei der IT-Leiter und den Teamleiter etabliert. Der erste Teil befasst sich mit Schutzmaßnahmen und Arten von Daten, da diese Aspekte für Entwickler leicht verständlich sind. Ja, und das gibt Ihnen einen sehr klaren Überblick über das Projekt. Danach kommt eine Risikobewertung. Das wird an erster Stelle von der IT-Abteilung ausgeführt, aber danach müssen Sie zusammen mit dem Projektbeauftragten oder Product Owner oder IT-Leiter müssen Sie diese Risikobewertung noch einmal analysieren. Und da müssen Sie sicherstellen, dass keine wichtige Risiko übersehen wird. Die Vorlage fängt an mit der Angabe von Projekten, das ist schon Standard, dann die Beschreibung von der Architektur mit das Ziel von den Systemen, die Diagramme von der Server und auch die Funktion von jedem beteiligten System und gegebenenfalls Microservice. Dann kommen die Schutzmaßnahmen, die in der Regel von dem Entwicklungsteam ausgeschrieben werden können. Zum Beispiel, da diese Absatz enthält zum Beispiel Netzwerkprotokolle, Authentifizierungsmethoden, Benutzerverwaltung. Das heißt, es geht nicht nur um Technologien, sondern auch in Prozessen, Schnittstelle, präventive Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel Backup und Notfallmaßnahmen. Und da gibt es schon Fragen über zum Beispiel, wie wird dokumentiert, wenn Änderungen an die Konfiguration-Dateien oder vielleicht Konfigurationsparameter aus der Datenbank gemacht werden. Welche Kontrollen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese Sicherheitsprozesse und diese Schutzmaßnahmen umgesetzt wurden und es keine Ausnahmen gibt oder wenn Ausnahmen gibt, dass diese dokumentiert sind. Später aus der Vorlage finden Sie die Klassifizierung der Daten, was ist kritisch für die Prozesse der Firma, ob es personenbezogene Daten gibt und wie kritisch ist, wenn diese Daten veröffentlicht werden oder geändert oder gelöscht. Später finden Sie aus dem Formular die Zugriffe zu den Systemen, die Standorte und eine detaillierte Risikobewertung. Das geht einfach an erster Stelle eine oberflächliche Analyse, die wird von jemand von der IT-Abteilung ausgeführt. Sie müssen später mit dem Product Owner diese Risikobewertung noch einmal analysieren und gegebenenfalls erweitern, damit alle wichtigen Risiken berücksichtigt werden. Es bringt nichts, von Bußgeldern zu reden. Besser ist, wenn man mit Entwicklern reden und zum Beispiel IT-Leiter sich aus sicherer relevanten Situationen zu fokussieren, die in den Alltag von einem Product Owner, von einem Teamlead zum Beispiel vorkommen. Zum Beispiel den Ausfall von den Systemen in der Produktion. Andere Sache ist die Korruption von Daten aus Grund von Bugs.
Denn Bedrohung von einem Datenleak und dass die Firma nach diesem Datenleak muss 4% von den gesamten weltweit erzielten Jahresumsatz zahlen muss. Diese Bedrohung ist zu abstrakt. So, deswegen ist es besser, über andere Situationen zu reden, wenn man einfach mit der IT-Abteilung spricht. Entwickler kennen sich mit Sicherheitstechniken aus, jedoch nicht mit sicheren Prozessen. Wenn man mit dem Entwicklungsteam redet, muss man eine sprachliche Brücke zwischen der IT-Sicherheit, mit der es vertraut ist, und den Sicherheitsanforderungen der Organisation schlagen. Verschlüsselungsverfahren, Techniken und Ausfälle zu vermeiden, Authentifizierung und Autorisierungsmethoden, Audit-Tools und Netzwerkmonitoring, bekannte Technologien, das die Mehrheit der Entwickler kennen. Risikoanalyse, die Schätzung von Verlusten aus Grund von Sicherheitsvorfällen und Prozesse und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, werden jedoch selten erlernt. Auch der Umgang mit Geheimnissen und Passworte und private Schlüssel erfolgt nicht in einem sicheren Prozess. Deswegen muss man sich in einem Kick-Off-Meeting oder zum Beispiel eine Formular für Risikobewertung auf Schutzmaßnahmen, Architektur und sensiblen Daten der Systeme fokussieren. Es ist gut zum Beispiel zu nennen, wie viel Stress das Team bei einem Ausfall in der Produktion hat und welche Aufwand das Team hat, wenn ein Ransomware-Angriff passiert und alle Server neu eingerichtet werden müssen. Diese Themen führen zu mehr Bewusstsein für sicherheitsrelevante Themen und wirken sich dauerhaft und nachhaltig auf den Deployment- und Entwicklungsprozess aus. Moderne IT-Architekturen können die Kosten von Sicherheitsmaßnahmen deutlich senken. Man muss nach datenarmen Systemen fragen, die keine personenbezogenen Daten enthalten oder die Verlagen und kritische Features aus einem anderen System in Betracht ziehen, damit Architekten andere Designkonzepte betrachten. Hier ist es wichtig, dem Architekten zu vermitteln, dass weniger sensible Daten eine geringe Auswahl auf der Seite der IT-Sicherheit bedeuten und dieses führt zu geringen Kosten für das Unternehmen. Seit 2011 bietet die Microservice-Architektur ein neues Design-Paradigma für Anwendungen an, mit denen sich verteilte Systeme bauen lassen. Das bedeutet, dass wenn nur einige Teile personenbezogene Daten haben oder geschäftskritische Funktionen erhalten, es ist einfacher für das IT-Team, sich auf diese Teile zu konzentrieren und da Sicherheitsmaßnahmen zu setzen und auch sichere Prozesse. Und dieses verringert in der Regel die Entwicklungskosten, Umsetzungskosten, das heißt Deployment und alles, Wartungskosten und auch die Sicherheitskosten, weil diese Systeme werden in der Regel kleiner als ein System, das heißt ein Monolith, das alle Funktionen enthält, obwohl einige Frameworks für das Frontend diese neue Architektur noch nicht unterstützen. Haben wir ein neues System für den Verkauf von Derivaten aus Erdöl Basic entworfen und erfolgreich umgesetzt, das keine personenbezogenen Daten benötigt. Diese führte zu geringen Entwicklungskosten. In einem anderen Projekt haben wir gemeinsam mit der Rechtsabteilung eines Händlers festgestellt, dass das neue System die Anforderungen des Lieferkettensystems erfüllt, ohne dass personenbezogene Daten der Lieferanten erfolgreich sind. Da, was wir gemacht haben, ist alles, was geht um die Meldungen an den Lieferanten, haben wir in andere System verlagert, das schon die personenbezogene Daten der Lieferanten hatte und dieses System konnte schon Meldungen schicken. Stellen Sie technische Fragen. Eines Tages saßen wir mit einem Kollegen beim Mittagessen und waren wir begeistert, dass wir uns der Informationssicherheitsbeauftragte eines deutschen Konzerns Michael fragte, warum wir noch ein Frontend-Framework jQuery verwendet. Es gibt Plugins, da selten aktualisiert werden und Michael war der Meinung, diese veraltete Plugins zu Sicherheitsvorfällen führen könnten. Er hatte recht und gleichzeitig wollte er hören, was ich als Architekt und mein Kollege als Teamleiter zu sagen hatten. Und aus Grund von Michaels Interesse an unserer Arbeit waren wir sehr motiviert,
alle seine Anforderungen mit der gleichen Priorität wie die anderen Stakeholder zu berücksichtigen. Wenn Sie keine technische Berufserfahrung haben, da können Sie jemanden aus dem Team suchen, der nicht nur sehr viel über IT weiß, sondern dass er sicherheitsbewusst ist und mit ihm arbeiten. Sie führen die Risikoanalyse durch und berechnen die möglichen Verluste, während er oder sie Ihnen bei der Umsetzung der Maßnahmen hilft. Da habe ich schon bei einer Kunde gemacht. Da habe ich an viele Kick-Off-Meetings teilgenommen, weil ich da als Vermittler zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Team fungierte. Und das war vor allem gut, weil wir haben eine Balance gefunden zwischen allen Seiten. Ihre Erfahrung: Wie gehen Sie vor, wenn Sie mit der IT-Abteilung über die Anforderungen neue Projekte verhandeln müssen? Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Architekten, Produktowner, IT-Leiter und Entwickler gemacht? Wenn Sie nützliche Tipps haben, können Sie gerne hier einen Kommentar schreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.